Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Läuft alles? Ja, alles super. Fragerunde. Ja. Q&A. Genau. Wir sind Jenny und Björn und Computerspiele Anfang verkackt. Ja, macht nichts. Machen wir trotzdem weiter. Wir lesen einfach mal Fragen vor. Ihr habt uns wieder ganz viele geschickt. Vielen Dank dafür. Ja. Und dann gucken wir mal, was wollt ihr denn heute so wissen? Also, die Frage ist, wie ist aktuell die Aufgabenverteilung bei Kralon zwischen Jenny und Björn? Dass Björn den überwiegenden Teil macht, ist klar, aber welche Bereiche macht Jenny und wie bekommt sie das mit ihrer Aufgabe als Geschäftsführerin bei Pitet Studio und Mutter untergebracht? Also das muss man jetzt erstmal ein bisschen auseinanderdröseln, denn wir machen beide Game Design, wir machen beide Geschäftsführung und wir sind auch beide Eltern. Aber in der Tat im aktuellen Arbeiten, im Everyday Life hier gibt's Unterschiede. Björn sagt immer gerne, ich bin Captain Kirk und er ist Scotty im Maschinenraum. Und das beschreibt es auch am besten. Ja, also ich kann zum Beispiel nicht programmieren und mache zum Beispiel dafür zum Beispiel den Steuerteil und mache Buchführung. Und Björn, der kann programmieren und Admin-Kram. Beschäftigt sich sehr viel mit der Engine und macht den Löwenanteil an den Spielinhalten, baut zum Beispiel die Features und solche Sachen. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wir uns zusammensetzen und zusammen eine neue Idee designen und darüber reden und dass wir dann das Wikipedia damit füttern und dass ich eben zum Beispiel storyseitig zuarbeite. Ne? Das heißt, so kleine Geschichten oder sowas, die kommen dann auch aus meiner Feder, ne? Während er da den Löwenanteil macht und ich mache sehr viel Planung und PR und Orga-Kram und mache auch sehr viel Social-Media-Kram und wir überschneiden uns in diesen Dingen halt immer wieder. Das heißt, es gibt halt wenig Aufgaben, wo nicht der andere auch mal ein bisschen mitmacht, aber es gibt eben so Löwenanteile, die wir hauptsächlich machen, die uns auch ganz gut liegen. Und so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, oder? Ja. Ja. Habt ihr eigentlich die Serie Der dunkle Kristall Ära des Widerstands gesehen? Ja, haben wir gesehen. Und war cool. Haben sie gut eingefangen, den Film, Der dunkle Kristall, in Serie zu machen. Das Problem an diesem Ding ist die Zielgruppe. Wir haben das zusammen mit unserem Sohn geguckt und es gab eine Szene, wo der Vater irgendwie, weiß ich nicht, von irgendwelchen Wurzeln oder Viechern da gefressen wird oder so. Und während er seinem Sohn zurief, ja, du musst dich dann hier drum kümmern und dies und das fand unser Sohn so fürchterlich, der war nur so klein. Da haben wir das abgebrochen. Ja. Das ist sehr grausam. Es ist grausam. Das und stimmt. es tut so, als wäre es was für Kinder. Ist es aber gar nicht. Nee. Ne? Und das ist uns da passiert. Das ist super gemacht. Ne? Das ist das Jim Henson-Märchen. Und ich finde es toll. Sollte ich mir vielleicht nochmal angucken. Ja. Ist ein guter Tipp, weil das war echt toll. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, jetzt können wir es ja nochmal probieren. Ja. Da ist ja eine Person, die schreibt, ich habe versucht, die Prioritäten, von denen du öfter gesprochen hast, Komplexität, Gedöns, versucht als Tabelle darzustellen, aber das passt dann nicht. Da gibt es keinen Platz oder Spalte mehr für Arbeitszeit und Impact. Könnt ihr mir dieses Ding mal versuchen als Beispiel darzustellen? Mich interessiert es und ich würde es genauer wissen wollen, wie das aussieht, um es in meinen eigenen Alltag zu integrieren. Das ist nicht tabellentauglich, glaube ich. Mit Tabelle ist das schwierig, weil eine Tabelle ist ja unflexibel. Hört sich blöd an, ist aber so. Was ich habe, ist eine Liste. Ist eine Liste von oben nach unten. Das heißt, das sind Tasks. Das ist so ein Scrum-Ansatz. Jedes Stück Arbeit hat einen Zettel, ne, so ein Post-it, den du an die Wand tackerst. Und dann ist das ziemlich wirr so, ne? Und dann kannst du dir einen runternehmen und kannst den dann machen. Und diese Zettel, wo diese kleinen Stücke Arbeit draufstehen,
die müssen ja irgendwie in Reihe geschaltet sein, weil du hast ja einen Zeitstrahl, in dem wir leben, dem sind wir ja untergeordnet, das heißt, du fängst jetzt an zu leben und irgendwann ist dein Leben zu Ende, so, ja, und in der Zeit hast du halt diese Post-its abzuarbeiten, ne? Und das ist dann von Priorität, Komplexität und Impact beeinflusst. Erstmal, was ist denn das Wichtigste? Ja, das hat dann die entsprechende Priorität von 0 bis 3. 0 musst du sofort machen, zumindest an dem Tag, wo du es anfängst. Was ist an dem Tag jetzt urgent? Ja, das sind meistens die termingebundenen Dinger. Prio 0 nenne ich die. Ja, die termingebundenen Dinger, die sind dann auch oft an Terminen dann hingeschrieben. Das heißt, der Zeitstrahl, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder so, dann stehen dann die entsprechenden Tasks mit der entsprechenden Priorität da. Das ist einfach nur eine Liste, wo ich die dann einsortiere. Und Prio 1 muss auf jeden Fall ganz wichtig gemacht werden, und zwar zeitnah, wenn es geht. Kann aber auch ruhig mal einen Tag rutschen oder so. Prio 0 darf keinen Tag rutschen, muss genau an dem Tag gemacht werden, genau zu dem Zeitpunkt. Das heißt, dass Prio 0 Dinger auch in der unteren Liste irgendwo vorkommen dürfen, wenn der entsprechende Tag gekommen ist das zu tun, wie zum Beispiel PTED Studio TV Aufnahme. Das ist Prio 0, das müssen wir machen, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt. Das können wir nicht mit Prio 1 bezeichnen, das kann nicht ein Tag rutschen, sondern es muss genau an dem Tag gemacht werden, wenn wir es geplant haben. Sonst haben wir nämlich irgendwann montags keine Folge mehr. Das Richtig. heißt, das muss gemacht werden. Das ist Prio 0. So. Prio 2 gehört ins Spiel, aber muss vielleicht irgendwann mal gemacht werden oder so und rieselt immer so runter. So, ne? Also das ist immer so, was man mal so mitmacht. Das kommt ab und zu mal so. Und Prio 3 habe ich total Bock drauf, braucht keine Sau, aber wäre schön, wenn wir sagen, ach komm, ich mach mal eben. Ja? Das ist dann Prio 3. Und so sind die entsprechend dann immer aufbereitet, die Tage. Montag habe ich maximal, anders. Dann gibt's die Komplexität, die kommt dazu. Das heißt, wie komplex ist das? Komplex heißt, wenn ich den ganzen Tag dran sitze, hat es eine Komplexität 1. Das heißt also, ich kann nur einen Task, der hat dann auch Prio 0 oder was auch immer, hohe Priorität, den kann ich nur an dem Tag machen. Anders geht es nicht. Und dann schieben alle anderen automatisch in den anderen nach unten Tag. so, das geht nicht anders so, ja. In der Tabelle kann man das schlecht darstellen, weil man nicht das ist ja kein Balkendiagramm oder so, ne? Ja. Dann müssen die alle weichen. Oder ich muss den aufteilen, den Prio 1, den Komplex 1 Punkt, so, ja. Zum Beispiel auf 3 verschiedene Komplex 2 Dinge oder so. Komplex 2 ist ungefähr immer 2 Stunden lang. Das heißt, kann ich in 2 Stunden das Ding irgendwie fertig kriegen? Okay, dann kriegt es Komplex 2. Brauche ich länger, ist es Komplex 1. So einfach ist das, ne? Komplex 3 dauert vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder irgendwie so. Davon kann ich dann mehrere am Tag machen. Und dann kann ich mir das ausrechnen. Wie viele von diesen Komplex-Dingern kann ich am Tag denn schaffen? Ich, wenn ich einen 8-Stunden-Tag habe. Da kann ich dann ausrechnen. Komplex 2 ist 2 Stunden, Komplex 3 ist eine halbe, dann ist dies, das, okay, boah, da. So, ne? Da steht ein Komplex 1. Und dann ist der Tag voll. Und da geht auch nicht mehr. Und es wäre gut, wenn man dann auf 6 Stunden irgendwie plant, ja, weil es dauert immer länger, als man glaubt. Im Ganzen so. Und der Impact ist wie beim Fußball, ne? Wenn du punktgleich bist, dann zählt das Torverhältnis. Das heißt, dann guckst du, okay, hat dieselbe Priorität, es hat dieselbe Komplexität und dann guckst du, welches davon hat denn mehr Bums? Was hat denn mehr Einfluss auf Spiel oder Einfluss auf irgendwas? Was ist denn krasser von den Sachen so? Wenn es schief läuft, was hätte den größten Schaden verursacht? Das ist dann Impact. Das ist aber super unwichtig. Das kann man eigentlich vergessen. Erstmal. Das macht man wirklich nur, wenn die eine und die andere vom Prioritätsdreiklang gleich ist. So. Mhm. Ist aber in den seltensten Fällen. Ich glaube, das ist von 100 Punkten vielleicht mal einer dabei oder so. Und meistens arbeitet man die ja auch ab. Und in Tabelle schwierig. Jetzt arbeitet man damit aber auch vor allen Dingen akut. Das heißt, wenn du jetzt dein Projekt planst und dein Projekt dauert über 2 Jahre, dann hast du einen 2-Jahresplan und machst da deine groben Milestones rein. Also du hast dann die Konzeptphase und dann hast du die Implementationsphase und die, was weiß ich, ne, die ganzen Phasen haben wir auch schon mal aufgedröselt in einer Folge, wo wir genau das, Milestone-Planung und so weiter erklären.
Und das ist der grobe Plan, der im Grunde genommen das ganze Projekt umfasst. Aber der ist natürlich nicht so granular, da wirst du ja bekloppt im Kopf, sondern granular ist das, was du jetzt gerade tust. Ja. Das heißt, wenn du jetzt weißt, okay, bis zum nächsten Milestone muss ich die und die Tasks machen, dann packst du die in deine Liste, ne, die der Björn gerade aufgedröselt hat. Und Sachen, die jetzt on the fly da reinkommen, irgendwelche Sachen, die sich irgendeiner wünscht, was irgendeiner gesagt hat oder so, kannst du auch mit in deine Liste reinschreiben. Und dann hast du quasi immer die nächste Zeit, das kann die nächsten 2 Wochen sein oder vielleicht auch hinten raus noch ein paar Punkte, die du dann irgendwann mal vielleicht anfassen willst. Und die hast du dann quasi granular da stehen und kannst gucken, wie viel schaffe ich denn davon jeden Tag. Ne? Und dann hast du deine Arbeit im Blick und du kannst vor allen Dingen nicht vergessen, was noch zu tun ist. Dafür ist es am wichtigsten. Ja. Das heißt, montags ist immer Social-Media-Tag, da steht dann montags auch immer das Gleiche, ne? Nämlich Videoschneiden und so weiter und Sachen hochladen. Dann hat man quasi, vielleicht ein Meeting in der Woche und so weiter. Und diese Sachen stehen dann alle in der Wochenplanung drin. Und dann noch die ganzen Tasks, die man dazwischen tut, nämlich sowas wie, ich möchte einen Bug rausmachen, ich möchte mit der Itemverteilung weitermachen, ich muss mich um irgendwie ein Video kümmern, das noch geschnitten werden muss und so weiter. Also jetzt außer denen, die wir montags machen, vielleicht noch irgendwas fürs Spiel. Und dann hat man die da drin und damit arbeitet man dann. Warum macht man nicht sofort alle Prio 0 Punkte weg, dann sind sie weg? Weil die termingebunden sind? Warum macht man nicht alle Prio 1 Punkte wenigstens weg, dann sind sie weg? Weil man nicht immer Bock hat, an derselben Scheiße zu arbeiten. Und man will auch mal irgendwie ein bisschen Spaß haben an der Arbeit oder so und dann tut man mal einen Prio 2 oder einen Prio 3 Punkt mit reinweben, der einem dann doch irgendwie am Herzen liegt oder vielleicht für einen selber wichtig ist, auch wenn er nicht wichtig ist, ja. Und so versucht man dann so bunter Blumenstrauß-mäßig irgendwie am Tag so Sachen zu machen, damit das doch Spaß macht und nicht nur monoton bleibt. Und manche Sachen sind ja auch einfach noch nicht dran. Ja, also du kannst ja sagen, es ist jetzt super wichtig, dass wir irgendwann nochmal irgendwie das ganze Spiel vertonen, aber es ist jetzt gerade nicht dran. Ja. Und trotzdem ist das prioritätenmäßig wichtig, dass wir es auch vertonen. Also ja, das kommt dann halt noch. Wann kommt Kralon raus? Ja, schöne Frage. Noch mal eine. Wir bemühen uns vor GTA 6 rauszukommen. Ja. Das tun wir alle Entwickler. Habe ich zumindest so auf der Gamescom auch öfter mal gehört. Da haben ganz viele gesagt. Ja. Und dieses Jahr schaffen wir es nicht mehr. Das heißt, irgendwann Anfang nächsten Jahres planen wir, dass wir da rauskommen. Ja. Wann auch immer. Richtig, ja. Also wir werden uns erst festlegen, wenn wir uns einfach sicherer sind. Wir würden ja total gerne einen Sim-Chip machen. Das bedeutet, wir haben jetzt mit Artix einen Partner gefunden und die machen mit uns zusammen die PlayStation und die Xbox-Version. Und wir würden gerne halt schauen, dass das so funktioniert, dass wir mit allen Versionen gleichzeitig fertig werden. Aber die müssen dann vorher noch durch die Submission. Das heißt, Microsoft und Sony beurteilen quasi dein Spiel und gucken, ist das gut genug, entspricht das allen Voraussetzungen irgendwie, dass das auf den Konsolen auch erscheinen kann. Und manchmal fehlen solche Submissions, man muss durch eine zweite und das dauert dann immer noch ein paar Wochen irgendwie. Und diese Sachen sind halt schwierig vorher anzuschätzen manchmal. Darum legen wir uns einfach noch nicht fest und sagen, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber wir würden gerne vor GTA 6 rauskommen. Okay, die nächste Frage ist, was kostet ein Stand auf der Gamescom? Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Erstens, es gibt Stände auf der Gamescom, die sind tatsächlich umsonst. Das sind zum Beispiel, wenn man keine Produkte anbietet, die verkauft werden, sondern zum Beispiel Sammler oder sowas. Es gibt Stände, die nur für Sammler sind, die kann man auch so kriegen. Aber das ist eigentlich die Seltenheit. Sobald man etwas verkauft oder ein Produkt bepreist, zur Schau stellt, was verkauft werden soll, kriegt man solche Stände nicht mehr. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich auf irgendetwas zu bewerben. Manchmal sind zum Beispiel die Bundesländer dabei, dass sie sagen, wir haben irgendwo Platz mit eingekauft oder besponsert und da können sich jetzt Menschen drauf bewerben, dass sie dem Land zugehörig sind und bekommen dann ein Plätzchen. Oder andere Anbieter bieten sowas an, wo man sich drauf bewerben kann. Und
wenn das alles wegfällt und man muss halt gucken, wo komme ich sonst unter, dann kann man natürlich auch selber Werbefläche auf der Gamescom kaufen. Wenn man die jetzt selber kaufen wollen würde, ohne irgendwelche Partner, ist die sehr teuer. Die habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber ihr könnt das im Internet einfach finden. Die Gamescom hat ihre eigenen Standpreise öffentlich und da sieht man bekommt für so und so viel Quadratmeter irgendwie das Minimum sind dann irgendwie so rund 15.000 € oder sowas. Und das ist natürlich etwas, da muss man schon mehrere haben, mit denen man diese Standfläche dann teilen kann und so weiter. Und dieses Konzept verfolgen dann zum Beispiel solche Betreiber wie die der Indie Arena Booth oder die Home of Indies. Die besorgen sich selbst quasi diese Art Standfläche und dann passiert zweierlei. Erstens, die gucken, ob die Sponsoren finden, die das mit quasi tragen, diese Kosten. Und die werden dann natürlich auch als Sponsoren dann dort mit aufgehangen und so weiter. Und je nachdem, wie viele Sponsoren die haben, entscheidet sich dann, wie teuer dann quasi die einzelnen Indie-Entwickler zum Beispiel, die da diese Flächen bekommen, dann noch dazu zahlen müssen. Also wir hatten zum Beispiel dieses Jahr jetzt eine Big Booth in der Indie Arena und auch das war öffentlich einsehbar, was das kostet. Dann hat man für 9 Quadratmeter da ungefähr 6.500 € bezahlt. Das ist noch relativ günstig für die Gamescom, denn man bekommt da noch andere Sachen zu. Zum Beispiel hat man da dann Fläche, wo man seine Sachen lassen kann und man macht dann bei verschiedenen Aktionen mit, ist Teil des Livestreams und bekommt dann halt noch irgendwie Presse mit. Und Hotdogs. Und Hotdogs und Getränke und also es ist dann quasi so ein Gesamtpaket, was man dann bekommt. Und Hotdogs. Und nicht nur die Standfläche. Und die waren lecker. Genau, dann kann man quasi sich jedes Jahr, wenn man sich bewerben kann, es gibt immer eine Bewerbungsfrist für diese Sachen, sich schlau machen im Internet, was kostet das denn dieses Jahr? Und das hängt natürlich auch so ein bisschen von den Sponsoren ab. So kann man sich das vorstellen. Und die Big Player könnt ihr euch vorstellen, also wir hatten jetzt einen Indie-Stand, wenn man jetzt eine riesen Standfläche irgendwo in einer großen Halle bucht, dann zahlt man da viele 1.000 € für. Ja. Und das machen dann die Großen. Ja. Könnt ihr aber alles nachlesen. Das ist alles öffentlich. Die letzte Frage für heute lautet, und ich habe sie im Grunde genommen in dieser Folge schon beantwortet, wer aufgepasst hat. Gibt es denn nur Konsolen? Ja, es gibt Konsolen, ja. Wir publishen uns selbst auf dem PC und machen auch das Computerspiel in Eigenregie, alles und so, ja. Aber wir haben einen Partner mit Artex und mit denen machen wir zusammen die Konsolenportierung. Das heißt also, das Ding portieren müssen wir nicht selber. Das ist sehr schön, dass das auch klappt und auch die Kommunikation mit Sony und Microsoft und die übernehmen die und das heißt also, da ist das für uns eine große Hilfe, dass wir auch möglichst viele Menschen erreichen können auf den Konsolen dann. Vielen Dank, dass wir da so einen tollen Partner gefunden haben, der sich darum kümmert, weil das können wir gar nicht alleine schaffen. Auf dem PC und selbst publishen, das funktioniert alles, ne, auch mit Marketing und den ganzen Krempel, aber die helfen uns dann auch auf der Konsole mit. So, ne. Das ist ein Riesenbrocken, der uns da dann geholfen wird an der Stelle. Vielen Dank. Genau, denn Portierung ist ja nicht nur Portierung, sondern auch dieses ganze Drumherum, ne? Mit Microsoft und Sony verhandeln und dann durch die Submissions gehen und sich um die kümmern, dass man da quasi dann auch die ganzen Seiten hat auf den verschiedenen Konsolen und so weiter. Und das ist einfach, das sprengt so ein bisschen unseren Zeitrahmen. Ja. Deswegen sind wir total froh, dass die das jetzt machen, wir uns jetzt einfach auf den PC stürzen können und dann arbeiten wir da natürlich Hand in Hand. Artex ist ein cooler Partner, weil die das machen, die kennen wir schon sehr lange. Namentlich ist das zum Beispiel jetzt der Jan Klose, der vorher bei Dick 13 gearbeitet hat, beziehungsweise auch Mitgründer war. Und das ist natürlich toll, denn den kennen wir schon ewig. Und der macht auch bei Devplay mit zum Beispiel oft. Dann, wenn man sich kennt, ist die Kommunikation immer ein bisschen einfacher. Der macht nicht nur mit, der hat es auch mit erfunden, zusammen mit Jan Wagner. Genau, der hat nämlich eine Menge Sachen erfunden. Er ist der Gründer von Devplay, wenn man so möchte, zusammen mit Jan Wagner, ja. Jan ist sehr aktiv und das ist deswegen eine schöne Sache, dass wir da zusammengekommen sind. Ja.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ja.